Guten Morgen, liebe Leute. Tag 2 des ACT Portugal. Heute wird vieles neu sein für mich. Letztes Mal bin ich da auf der Hauptstraße alles bis Guarda gefahren. Jetzt habe ich da den quasi letzten Teil des ersten Tages Offroad vor mir und dann ja den ganzen zweiten Tag. Schauen wir mal, ich bin heute jetzt in Mogadouro losgefahren, 12 Kilometer, Marinhos. Da unten ist die Strecke, die da zum Stausee runterführt und wieder hoch. Das habe ich das letzte Mal gemacht, habe ich jetzt ausgelassen. Drum ab Marinhos, quasi jetzt geht's los auf dem ACT Portugal, zweiter Tag. Oh, road to nowhere. Wow, wow. Okay, immer schön am Gas bleiben. Oh, no, 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 no. Gefällt mir gar nicht. Oh, Mann, diese Hunde, ich mag sie nicht. Mal schauen, ob das heute auch so easy zu fahren ist wie der größte Teil gestern, bis auf das eine Stück da, was ziemlich ausgewaschen war. Ja, nee, dann habe ich ja noch 2 ausgelassen. Kann schon sein, auch wenn das unter einfach läuft bei ACT. Alles mache ich dann nicht mit. Ich mag mich erinnern, da zum Stausee runter und hoch. Das war super ausgewaschen. Jetzt haben wir Gegenverkehr mit Hunden. Der hatte aber super viele Hunde mit dabei und ich denke, weil er mit dabei war, waren die auch anständig. Ja, ich war gerade dabei, dass da runter zum Stausee und wieder hoch war super steil. Und ja, wie das halt so, was es mit sich bringt, dass es dann auch recht ausgewaschen ist. Ich hoffe, dass das hier nicht ganz so krass ist. Nun ja, ich hatte alles mit der Triumph Tiger 1200 geschafft, aber doch, ich bin da recht ins Schwitzen gekommen. Damals war das auch irgendwie am See unten, war es 37 Grad oder so, eher auf der wärmeren Seite. Im Moment ist es super angenehm bei 20 Grad. Natürlich ideales Offroad-Wetter. Okay, ja, das ist etwa das, wie es zum Stausee runter oder hoch ging. Also der ACT Portugal, der hat schon sehr, sehr steile Stellen, ähnlich wie der TED Corsica. Bloß war der dann viel grobschottriger. Genau so geht es dann da drüben wieder hoch, so wie das aussieht. Sind schon super steil, diese Hänge, diese Pisten, also auch die Straßen. Okay, immer schön am Gas bleiben. Wow. Scheibenkleister. Aber das ist ja doch bestimmt nicht mehr einfach, liebe Jungs. Hey. Wow. Hatte ich vorhin was von wegen steil gesagt? Gefällt mir gar nicht.
Da war es jetzt gerade wieder soft. Da habe ich schlechte Erinnerungen an gestern. Hallo Wach. Oh no, 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 no. Okay. Wie souverän macht die Aprilia das? Wie viele dieser Geschichten kommen da noch? Okay, ich meine, es macht mir Mut, dass ich das jetzt so problemlos hinbekommen habe. Wobei ich muss auch sagen, wenn du einmal ein Problem hast, dann ist es kein großes Problem, weil du dich wahrscheinlich hinlegst. Es ist schwer, dich da zu retten, wenn es so steil ist. Oh, okay. Das war jetzt doch für einen Einstieg nicht ganz ohne. Ei. So, mal wieder auf einer Piste durch die Felder. Da waren eben gerade ein paar grobere Steine und bis jetzt alles okay. Zwischendurch immer mal wieder weich, sandig. Zum Glück habe ich einen besseren Motorschutz dran. Das hat jetzt schon mehrmals richtig geknallt. Jetzt geht es hier nochmal richtig steilen Berg hoch nach Torre del Moncorvo. Das ist eigentlich der Endpunkt des ersten Tages ACT. Ich bin da jetzt um einen halben Tag irgendwie verschoben, weil ich ja aus Ponferrada kam gestern. Ja, das sah steil aus von unten, aber ich habe nur geahnt, dass es ein bisschen anspruchsvoller sein könnte. Drüben haben wir noch einen schönen Fleck auf dem Berg, aber ich nehme nicht an, dass das Torre del Moncorvo ist, das wäre zu weit. Das sind noch 8 Kilometer. Gucken wir mal. Das gefällt mir ja nun wieder. Bloß diese Gräben gefallen mir nicht wirklich. Außer, dass die natürlich enorm helfen, dass es nicht so auswäscht bei Starkregen. Oh. Vorsicht auf die scharfkantigen Steine! Geil! Eigentlich ein Fotostopp wert hier. Sehr geil! Ja, wo es hochgeht, muss es auch wieder runter. Schauen wir mal, dass wir da wieder gut runterkommen.
Da, wo sie hochkommen, müssen sie auch wieder runter. Ha, genau. Also nicht am gleichen Ort, aber wenn es hochgeht. Ups. Bisschen zu lange den anderen Track angeguckt. Wusste eigentlich, dass es in diese Richtung geht. Torre del Moncorvo. Da haben wir Torre del Moncorvo. Das wäre dann der Einstieg in den zweiten Tag, der offizielle. Den hätte ich jetzt beinahe verpasst. Den Einstieg wollte kurz im Schatten noch mal was regeln. Das sehe ich da. Hier geht's rechts weg. Ja, das riecht jetzt zum ersten Mal nach verbrannt. Sehe ich so auch. Super einfach bisher, diese Piste. Super einfach zu fahren. Das wäre dann ein easy Einstieg in den zweiten Tag. Aber das sieht so aus, als wäre die Piste eben gemacht worden. Kann das sein, dass ich schon am Douro unten bin? Duero. Oh, wieder eher mal aufs Fahren konzentrieren. Ja, und jetzt geht es wahrscheinlich ein bisschen steiler runter, könnte ich mir vorstellen. Ziemlich steil die Kehre, ja. Arsch links raus in der Rechtskurve, dann geht es wie von alleine rundherum und da andersrum. Ja, ich bin froh, wurde diese Piste gemacht da mit diesen steilen Kehren. Es ist halt definitiv so, dass die gemacht wurde. So steil wie es vorhin runter ging, geht es jetzt hier hoch oder ging es gerade eben hoch an den Gestaden des Douro. Und jetzt, das hatte ich von Weitem gesehen und gehofft, dass es hier nicht hoch geht. Okay. Es ist einfach steil, das Portugal.
nicht ganz ohne, weil da war es mal wieder weich. Ach, die Bauern oder die Leute, die diese Felder bewirtschaften, war schon bewundernswert. Also Felder, was auch immer die hier bewirtschaften. Der folgt mir noch immer. Ne, jetzt hat er aufgegeben. Oh Mann, 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 diese Hunde, ich mag sie nicht. Ich mag sie nicht. Ah, verdammt. Ja doch, der kommt immer noch. Oh Schreck. Naja, solange die nur bellen. Okay, Zivilisation. Hau, hau, das fehlt mir dann immer noch. In diesen krassen Ecken kommt dann noch ein Hund. Das ist nicht normal. Peredo de dos Castellanos. Und eigentlich bin ich schon länger auf der Suche, um endlich zu frühstücken. Es ist jetzt 12:30, nee, 12:30 portugiesische Zeit. Ich sehe einfach nirgends was. Das ist in Spanien schon einfacher. Urros, auch da habe ich kein Restaurant gesehen. Der Magen knurrt. Ho, ho, ho. Ja, auf diesem Bissen ist Genießen und Leiden, disfrutare, sufrir, sehr nahe beieinander. Steil hoch über dem Douro und genau das geht's jetzt wieder runter. Juhu. Die Freude, die hält sich in Grenzen, aber diese Aussicht nehmen wir mit. Wow, krass hoch über dem Fluss. Man sieht den nicht mal. Wow. Oh, road to nowhere. Wow, wow. Meine Güte.
Es ist irgendwie diese Aussicht rechts runter, die ein bisschen irritierend ist. Das heißt irritierend, aber beeindruckt mich. Es war jetzt ähnlich von der Unterlage her wie damals in Korsika. Jetzt der zweite Sturz. Da waren noch ein bisschen gröbere Steine dazwischen, aber sehr sandig, soft. Habe ich jetzt mit der Erfahrung und ja, gewissen Erlebnisberichten oder Kursen, die Brad Catch anbietet, habe ich das jetzt gemeistert. Ja, ich merke einfach, es ist jetzt ein bisschen doof. Jetzt ist es wirklich wieder so wie damals beim ersten Sturz in Korsika. Ich bin an 3-4 Orten vorbeigefahren, habe nichts zu essen gefunden. Mir knurrt der Magen, ich habe noch nichts gefrühstückt. Der Energiehaushalt ist nicht bestens bestellt. Ich habe auch nicht übermäßig viel Wasser. Es kommt immer wieder dasselbe zusammen. Ja, das ist schon nicht so geil hier. Diese Büsche machen es nicht einfacher. Ah, das sind Dornen, da bleibe ich hängen. Okay. Okidoki. Ich hoffe, das wird jetzt ein bisschen besser. Wenn ich diese Felswand da vorne sehe und der Pfad oder die Piste, die da oben entlang führt, da möchte ich eigentlich nicht lang fahren. Wenigstens sieht diese Piste relativ gut aus. Also diese Piste ist bedeutend einfacher hier hoch. Da könnte man auch runter, aber wahrscheinlich nicht mehr weiter. Okay, die Route führt links weg und nicht da hoch. Mir fällt ein Stein vom Herzen, und der ist auch gesperrt, okay. Wunderbar, bin ich froh. Vor 2-3 Kilometern bin ich abgebogen auf eine gute Piste. Die wurde jetzt immer enger und sandiger, aber irgendwie echt speziell. Und diese Steine kenne ich von dieser Gegend. Die sind vor allem, beim letzten Mal war ich hier in der Golden Hour unterwegs, in den Abendstunden. Das war fantastisch. Oh, voilà. Hey. Aber richtig sandig jetzt. Hier hat es bestimmt gestern noch geregnet, weil man sieht die 2 Motorradspuren, die vor mir den ganzen Tag schon zu sehen sind, und eine Autospur, mehr nicht. Der Rest ist schön geglättet vom Regen. Ich bin jetzt eher vorsichtig. Als Sand war ja gestern schon nicht so mein Ding. Jetzt haut es mich da wieder voll raus. Das sage ich doch auch vorsichtig. Schon erstaunlich hier Sand. Tricky, ein bisschen zu weit geguckt. Genau wie gestern. Ich genau zum Glück. Jetzt hat es mich nicht hingehauen. Das ist schon eine krasse Gegend.
So geil, das mit diesen Steinen. Die Kultur habe ich jetzt ausgelassen. Castello Rodrigo heißt da, glaube ich, irgendwie was. Und da oben ist ein Aussichtspunkt, habe ich auch weggelassen. Einfach, dass ich ein bisschen Kilometer mache. Heute ist so ziemlich alles an Unterlagen mit dabei. Sund hatte ich in dem Sinn noch nicht. Muss auch nicht. Rechts und dann wahrscheinlich genau so schnell wieder links auf eine Piste weg. Ist eine Straße. Ja, das sah hübscher aus von oben. Kann sein, dass es da auch mal mehr Wasser gegeben hat. Jetzt geht es da sehr steil hoch. Bin ich froh, ist das befestigt. Das war jetzt ein super einfach zu fahrender Track bisher, wieder rechts abgebogen nach Acevo. Jetzt geht es da wieder mal durch den Canyon Richtung Santa Eufemia. Bisschen steiler. Bisher war das aber so eine super Straße. Ich hoffe jetzt mal. Ne, ich hoffe nicht immer wie jedes Mal. Ich bin mir sicher, ich schaffe das. Ja, und jetzt sieht man aber schon, bisher wurde die Piste gemacht und das ist jetzt grober. Gerade eben der Übergang. Das vorhin waren etwa 2 Kilometer sehr beschwingtes Fahren, super easy. Seltsam. Ah, hier, okay. Die Piste war nicht eingezeichnet. Die links schon. Seltsam. Zum Glück bei weitem nicht so steil wie der erste Canyon heute. Echt easy hier, wunderbar. Hier lang oder da drüben? Hübsch, hübsch, hübsch. Es kann doch auch mal easy. Ja, das gefällt mir wieder überhaupt nicht. Schon der Einstieg war viel zu schmal. Durch Rasen oder Gras. Ja, einfach viele Nadeln am Boden der Bäume. Mag ich nicht gern. Jetzt ist da ein Stück, 150 Meter, 200, ziemlich krass runter. Also nicht wirklich steil, aber Absätze.
Offen gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das überhaupt erlaubt ist. Es ist schon arg zugewachsen. Stelle sich vor, was passiert hier? Es blieb mir gar nichts anderes übrig, als Augen zu und durch. Die Augen habe ich offen gehalten. Ich meine, das sind irgendwie 2 Kilometer um ein Dorf rum. Nee, hier geht's direkt auf die Straße. Nee. Okay, das kann natürlich auch senkrecht runter zur Straße. Das ist schon okay, oder? Ja, bestimmt. Klar doch. Nee, ich finde ja Offroad schon geil, aber nicht einfach damit es Offroad ist. Der Einstieg in diese Piste hat mir nicht wirklich gefallen. Das war ein bisschen eine sandige Angelegenheit. Hier hat es auch richtig geregnet die letzten Tage. Deshalb ist alles so schön glatt. Hier wird eben eine neue Eisenbahnstrecke gebaut oder zumindest Gleise neu verlegt. Da war auch 1, 2 Baustellen, Bauschutt da unten. Aber jetzt gefällt mir das richtig gut. Ich bin einfach nicht mehr sicher, ob die von heute sind, diese Motorradspuren, weil die verschwinden doch da und dort mal wieder. Weil sonst sehe ich hier keine Spuren. Das heißt, da bin ich dann alleine im Notfall. So, und jetzt wird das richtig. Abwarten, wo es lang geht. Hier alles im grünen Bereich. Man könnte auch sagen, ich hätte Glück gehabt, dass es wahrscheinlich gestern geregnet hat und es nicht ganz so weich ist deshalb. Es sieht ja zum Teil auch wie befestigt aus. So aalglatt. Ja, die Jungs vor mir haben da auch kurz nachgeguckt. Ja, jetzt wird es mir tendenziell eher wieder zu schmal und zu nicht so geil. Ich komme da wieder auf die andere Piste. Gar keine Zeit zu überlegen. Martin, was machst du? Okay, da ist eine Baustelle. Das sind helfende Hände, wenn was passiert. Okay, aber es passiert nichts.
sehr einfacher als gedacht. So, haben wir mal wieder was geschafft. Uff. Ja, ich wage es jetzt doch noch. Es ist schon 4:10 da in die Serra da Estrella hochzufahren. Ich bin eher knapp in der Zeit, aber es sind noch 57 Kilometer. Okay, wenn das mit einem 30er Schnitt ist, sind es 2 Stunden. Ich weiß jetzt nicht, ob das geschickt war, offen gesagt. Andererseits ist es natürlich jetzt mit dem Abendlicht super reizvoll. Okay, teilweise blendet mich die Sonne. Okay, so war jetzt das ist das krasseste Stück. Das unten war zwar steil, aber immer gut zu fahren. Es kommt da auch noch ein bisschen Wind dazu. Deshalb ja wahrscheinlich auch die Windräder da oben. Okay, die mussten ja auch hochgebracht werden. Der Vorteil oder Nachteil, je nachdem wie man das sieht. Ripio. Ja, das könnte unangenehm werden. Das ist schon sehr speziell, die Stimmung. Da ist so ein Schatten noch ziemlich erschreckt. Ich habe da gar mit Gegenverkehr gerechnet. Ja, bei der Route habe ich gesehen, dass das eine ziemlich gerade Strecke ist hier und hätte ich eigentlich drauf kommen können. Wenn das dann zu grob wird. Ich sehe nichts. Die Sonne. Wow. Wow, das ist aber übel. Ai, ai, ai. So werde ich schnell wach.